Hallo ihr Lieben, irgendwie bin ich eigenartig weit weg, obwohl ich die Kamera eigentlich dort stehen habe, wo sie immer steht. Ein bisschen komisch ist es schon, aber ich habe das Bücherregal, in dem ihr steht, aufgeräumt, umgeräumt, entrümpelt und so ein bisschen auf Vordermann gebracht und jetzt stehen die Bücher anders und scheinbar macht das irgendwie einen Unterschied. Naja, manchmal machen die kleinen Unterschiede eine ganz große Veränderung, eine große Wirkung. Also, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz tolle Woche und genießt den Frühherbst, Spätsommer. Spätsommer mag ich hier oben im Norden zumindest gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, es geht euch super gut. Meine Woche war jetzt nicht die schönste Woche ever.
ja, ich war ja oder bin ja auch immer noch in der Erholungsphase und noch immer ein bisschen erschöpft und gebe mir immer noch sehr viel Mühe, da so ein bisschen wieder meine Kraft zu finden und meine Mitte zu finden. Und ja, in dieser Woche sind gleich mal direkt viele Dinge passiert, die mich da ordentlich durchgeschüttelt haben und auch so ein bisschen herausgefordert haben. Und ich halte nicht viel von der Theorie, dass man getestet wird, ob man stark genug ist für dies und jenes, aber so ein bisschen in diese Art ging es, so könnte man es deuten, wenn man denn wollte. Wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht mitbekommen, dass ich einen sehr kräftigen Tag hatte, an dem sich eine Katastrophe an die nächste angereiht hat. Waren viele Streitigkeiten, wirklich unfassbar fiese Streitigkeiten, also emotional sehr fiese Streitigkeiten und Nachrichten aus anderen Ecken des Lebens, die gerade auch sehr turbulent sind, wo viel organisiert und entschieden werden muss, die sehr negativ waren und schon irgendwie auch Rückschläge bedeutet haben. Und dann mein Nachbar einen schweren Heimwerkerunfall hatte, der wirklich sehr schwer war, eine sehr blutige Angelegenheit. Ich möchte gar nicht mehr erzählen, um hier nicht zu sehr ins Negative abzudriften, aber es war eine sehr unschöne und auch kritische Situation, die natürlich im Krankenhaus endete, aber gerade noch mal, soweit ich den aktuellen Stand weiß, gut gegangen ist. Und mit diesem Nachbarn und seiner Familie waren wir sehr eng verbunden, viele Jahre, sehr, sehr eng und freundschaftlich und herzlich und innig verbunden auch. Das hat vor ein paar Jahren dann nachgelassen und ist so ein bisschen zurückgegangen, aber diese Verbundenheit besteht nach wie vor und die habe ich sehr stark dann auch spüren können und müssen. Und das hat uns doch alle sehr mitgenommen hier. Also nicht nur mich, sondern auch die Herren des Hauses. Und direkt währenddessen im Anschluss haben wir dann auch erfahren, dass ein anderer Nachbar ein paar Häuser weiter gestorben ist. Und das war tatsächlich so ein bisschen wie im Film. Es reihte sich alles so aneinander. Und dieser Tag hat mich schon nochmal ganz ordentlich durchgeschüttelt. Ich habe diese Aneinanderreihung von Dingen irgendwie ohne Pause dazwischen hat mich schon sehr angestrengt. Was würde es auch tun, wenn ich gut und fit drauf wäre? Aber ja, jetzt gerade natürlich nochmal ein bisschen mehr. Und mir ist da mal wieder sehr bewusst geworden, wie wichtig es ist, in den ruhigen Zeiten und in den guten Zeiten zu praktizieren und zu üben, was uns in den schlechten, schwierigen Zeiten zur Verfügung stehen soll. Denn wenn alles so sehr, sehr turbulent ist und so sehr auf einen einstürzt, dann noch herauszufinden, was könnte ich jetzt gerade für mich tun und es zu üben und sich dann neu reinzufuchsen, hätte mich in dem Moment einfach auch überfordert. Hätte ich nicht machen können. Und so hatte ich aber sehr wohl im Kopf, was ich tun kann und habe das dann auch getan und das hat mir auch gut getan und trotzdem habe ich gemerkt, da ist noch Luft nach oben. Ich mag das gerne noch ein bisschen mehr praktizieren und da noch ein bisschen sicherer werden, um in solchen Krisensituationen oder Krisenzeiten da noch einfacher und leichter und selbstverständlicher darauf zugreifen zu können. Aber das ist mir sehr bewusst geworden und ich weiß das eigentlich. Ich erzähle euch das auch schon ganz lange und ganz oft und ich habe das auch schon oft erlebt, aber das war einfach nochmal so ein Erlebnis, wo es einem nochmal bewusst wurde und das nehme ich mit und daran arbeite ich und das hat mich tatsächlich nochmal ein Stück weit inspiriert und so ziehe ich ja auch immer aus den eigentlich negativen Dingen irgendwie noch so mein Positives raus. Nun, wie auch immer, natürlich gab es auch ganz viel Hafenspielen für mich, das war im Moment auch eine große Freude für mich. Ich spiele gerade ein Lied von den Beatles oder erarbeite es mir und das macht unglaublich viel Freude, weil es so viele rhythmische Feinheiten und Synkopen hat. Das macht total viel Spaß und ja, genau. So, das war meine letzte Woche und meine Highlights, meine Lowlights, aber auch meine Learnings daraus. Wie immer, teilt eure doch gerne mit uns in den Kommentaren, damit wir hier so einen Pool an Positivität erschaffen können und jeder, der mal so ein Tief hat, kann gerne dann mal zu einem der Videos zurückkehren und unten ein paar Inspirationen für sich finden, was andere Menschen denn so Gutes für sich tun. Also in diesem Sinne, ich schicke euch all meine Liebe und all meine Fürsorge, die ich euch
schicken kann über diesen Äther hier. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude und eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir sehen uns hier zumindest nächste Woche wieder oder in der Woche bei Instagram. Mach es gut. Ciao.